Die Frage, welche Erfahrungen oder Aussagen problematisiert werden und mit welchen Mitteln die Entproblematisierung erfolgt, ist jeweils durch das vorgegeben, was irgendjemand als nützlich und vorteilhaft vorkommt. Wird eine Erfahrung bzw. Wahrheit nicht intersubjektiv geteilt, ist es auch keine Erfahrung bzw. keine Wahrheit. Oder eben eine subjektive Meinung. Damit haben wir dann eine Demokratie, in der das wahr ist, was die Mehrheit für wahr hält. Und das kann der größte Blödsinn sein. Pragmatische, praktische Gründe führen bei Habermas zu einer Anerkennung von Objektivität und Wahrheit. Aber es sollte besser von Nutzen und Schaden gesprochen werden und nicht von Objektivität und Wahrheit, weil so eine vorurteilsfreie Rationalität vorgetäuscht wird, die nicht vorhanden ist. Auch von einer Rationalität mit emanzipatorischer Wirkung kann deshalb keine Rede sein. Denn Fragen der Geltung und Anerkennung sind in erster Linie im Bereich der Ethik zu klären. Ethische und moralische Normen betreffen die gesellschaftliche Ordnung insgesamt und lassen sich nicht in kleinen Diskussionsgruppen entscheiden, so wie es auch nur eine Rechtsordnung geben kann. Letztlich wird über Fragen der Emanzipation dann im Parlament entschieden. Und man sieht ja, wie es diesbezüglich um die Emanzipation steht. Habermas gibt vor, den Wissenschaftivismus zu bekämpfen, indem er die Methode gegenüber der Sache verabsolutiert. Also eine formale Methode schaffen will, die unabhängig von irgendeiner Sache funktioniert. Aber bei ihm spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Methode oder die Sache verabsolutiert wird, weil ohnehin der Zweck und das Interesse und damit die subjektive Willkür den Ton angibt. Die Begriffe Wahrheit und Objektivität werden unter anderen Vorzeichen für einen Pragmatismus mehr oder weniger zufälliger Zwecke instrumentalisiert, von denen zwar behauptet wird, dass sie durch allgemeine Interessen geleitet und diskursiv geprüft worden sind, aber am Ende kommt es dann doch darauf an, welche Lobby den mächtigsten Einfluss hat. Anstatt Geltungsansprüche von vornherein in der Ethik zu verorten und über eine Rangordnung der Wertvorstellungen zu klären, die allgemein zur Diskussion gestellt und demokratisch anerkannt werden, wird der Popanz einer logisch-rationalen Erkenntnis aufrechterhalten, um den Mythos vom aufgeklärten Bewusstsein am Leben zu halten. Aber aufgeklärt ist hier niemand, weil die Manipulation und damit die Macht das Geschehen bestimmt. Sieht man einmal von der täuschenden Überschrift Wahrheit und Objektivität ab, unter der Habermas über den erfolgserprobten Konsens spricht, dann unterscheidet sich das Kommunikationsmodell von Habermas gar nicht so sehr von den auf lokaler Ebene zustande gekommenen Regeln der Sprachspiele eines Lyotard. Auch bei Lyotard gibt am Ende der Pragmatismus den Ton an. Was bei beiden jedoch fehlt, das ist der notwendige Bezug zu ethischen Normen, ohne die jeder Pragmatismus ein bloßer Machtkampf bleibt, egal mit welcher Terminologie sich Habermas oder Lyotard ihre Konzepte schönreden. Lyotard glaubt, ohne übergreifende Normen und Vorschriften auskommen zu können. Habermas hält solche Normen im Prinzip für diskursiv einlösbar, auch wenn der Prozess bis zum Sankt-Nimmerleinstag dauert, sodass es immer nur beim Anspruch bleibt und man sich bis dahin recht pragmatisch mit Notbehelfen zufrieden gibt. Lyotard hört den immer gleichen Ruf nach Ordnung, wenn Habermas Interessen auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit prüft, um so
einen allgemeinen Verständigungskodex und universal geltende Normen zu etablieren. Es ist der Wunsch nach Einheit, Identität, Sicherheit, nach Popularität, der Wunsch, ein Publikum und eine Öffentlichkeit für die eigenen Ziele zu finden. Lyotard und Foucault werfen Habermas vor, dass in den formalen Voraussetzungen seines Konsensverfahrens materiale Vorentscheidungen enthalten sind, sodass er diese zu Unrecht als rein formale ausgibt. Es ist Habermas' Auffassung von einem objektiven Erfahrungswissen, für das er von Diskursteilnehmern die Anerkennung fordert. Nur wer sich der einheitsstiftenden Logik seiner konstruierten Rationalität beugt, ist auch konsensfähig. Habermas behauptet zwar, dass sich die kommunikative Vernunft auf nichts Absolutes bezieht, aber seine Auffassung von Rationalität ist nichts anderes als eine oberste Instanz und Richterstuhl für diese Vernunft. Dabei spielt es keine Rolle, dass er kommunikativ innerhalb eines Diskurses abstimmen lässt, denn das Ergebnis steht von vornherein fest. Es muss den vorgegebenen Regeln genügen, die auf der Basis einer bestimmten Wahrheitstheorie erstellt werden, und nach der Anerkennung einer solchen wird nur pro forma gefragt. Habermas hat später einmal behauptet, der Resignation der kritischen Theorie entkommen zu wollen, aber vielleicht wollte er auch nur seiner eigenen Resignation entkommen, wie Hume und Kant dem Skeptizismus entkommen wollten. Habermas will eine Theorie der Rationalität mit normativen Maßstäben ausarbeiten. Aber der einzige Weg, beides zusammenzubringen, ist es, Rationalität und Logik gleichermaßen als Normen des Denkens und damit als Teil der Ethik zu betrachten. Die Widerspruchsfreiheit als Prinzip genügt hier als Norm vollkommen, sofern dabei nicht von absoluten Standpunkten ausgegangen wird, sondern von zweckbedingten, mehr oder weniger willkürlichen Prämissen. Nur wo die Rationalität keine absolute ist und als intellektuelle Redlichkeit über individuellen Wertvorstellungen dient, ist es möglich, über gemeinsame ethische Normen für Ordnung zu sorgen. Dann dreht sich aller Streit nur um diese Normen. Keine allgemeingültige Objektivität ist mehr in der Lage, die Interessenlage und die jeweiligen Machtkonstellationen zu vernebeln. Eine vorurteilsfreie Prüfung der Bedingungen eines vernünftigen Konsenses stellt dann fest, dass objektive, das heißt subjektunabhängige Tatsachen oder Erfahrungen unmöglich sind und entweder auf Dummheit oder betrügerischen Absichten beruhen. Habermas ist der Auffassung, dass die Philosophie ihren Anspruch, Grundwissenschaft zu sein, an die Physik abgegeben und sich der Verfahrensrationalität der Erfahrungswissenschaften zu beugen hat. Damit zeigt er seinen modernen Glauben an die höhere Macht der Allgemeinheit und des Gesetzes. Sein Konsensverfahren hat den Zweck, Mitbestimmung vorzutäuschen, wo es gar keine Mitbestimmung gibt, weil das Erkennen des Jedermann über dem Anerkennen des Einzelnen steht und Letzteres sich dem Ersteren unterzuordnen hat. Habermas will immer schon ein vom Pragmatismus geprägter Hegel-Marxist gewesen sein. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, welche Art von Denken vom Pragmatismus geprägt ist, weil dieser Pragmatismus immer nur der Beweis dafür ist, dass eine Theorie in der Praxis Probleme macht und deshalb so mancher Kompromiss in Kauf genommen werden muss. Obwohl es also vor einem pragmatischen Subjektivismus in seinem Denken nur so wimmelt, will Habermas aber von einem subjektivistischen Dezisionismus nichts wissen.
Seiner Drei-Welten-Theorie zufolge ist das Individuum der subjektiven Welt sogar ein Fall für den Therapeuten, sodass nur die soziale und objektive Welt wirklich zählen. Im wissenschaftlichen Zeitalter, das erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf breiter Basis die Meinungshoheit über das religiöse Denken erringen konnte, war die Wahrheitsidee von Anfang an mit dem Begriff der Wirklichkeit verknüpft. Erst allmählich wurden Unterschiede gemacht. Die Vorstellung von einer Identität von Wahrheit und Wirklichkeit beinhaltete den Gedanken, dass Wort und Sache als einander gleichwertig angesehen werden, dass das Wort ohne Rest für die Sache steht, dass das Wort eine Sache eindeutig repräsentiert, dass die Wahrheit der Wirklichkeit korrespondiert und umgekehrt. Das war nur möglich, weil man glaubte, die Wirklichkeit unmittelbar wahrnehmen zu können, ohne dass dabei ein logischer Schluss oder sonst eine Vermittlung mit im Spiel ist. Es hat keinen Grund gegeben, daran zu zweifeln, dass die Dinge objektive Eigenschaften und eine ihnen immanente Struktur und Ordnung haben und deshalb als unwandelbar und dauerhaft angesehen werden können. Man begreift sie am besten als passiver Beobachter. Jeder Anschauung konnte so der ihr adäquate Begriff, die ihr passende Kategorie zugeordnet werden. Grundidee aller modernen Rationalität und Erkenntnis ist die Adäquatio, das heißt die Entsprechung von Denken und Wirklichkeit. Dabei wird wie in der Botanik nach Klassifizierungen vorgegangen. Den höheren Begriffen der Gattung werden die einzelnen der Spezies untergeordnet. Dieser wissenschaftlichen Methode wurde überhaupt die Rolle eines Garanten für sicheres und beweisbares Wissen aufgebürdet und der Ursprung für diese Überschätzung liegt in dem naiv-realistischen Aberglauben, dass sich die Wirklichkeit durch eine unmittelbare sinnliche Erfahrung, so wie sie an sich ist, erfassen lässt. Johann Gottlieb Fichte schreibt 1797 in seiner ersten Einleitung in die Wissenschaftslehre: Das Prinzip der Dogmatiker ist der Glaube an die Dinge um ihrer selbst willen. Also Dinge an sich, das heißt um ihrer selbst willen, gibt es aber nur, wenn die Erkenntnis subjektunabhängig ist. Subjektunabhängig heißt, dass es nicht auf die besonderen Umstände, nicht auf den bestimmten Zeitpunkt und Ort eines Geschehens ankommt. Eine objektive Wahrheit an sich gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit. Aus einem konkreten Vorfall, der an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit stattfindet, wird durch einen Verallgemeinerungsschluss etwas, das an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit stattfinden kann, weil ein Gesetz wirksam ist, für das der besondere Zeitpunkt und der besondere Ort keine Rolle spielt. Man glaubt sich zu dieser Verallgemeinerung berechtigt, weil in allen bisher überprüften Fällen regelmäßig dieselbe Wirkung auf dieselbe Ursache erfolgt ist. Aus derartigen Erfahrungen wird nun auf eine objektive Realität geschlossen, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht und die auch erkannt werden kann. Von diesem für praktische Zwecke durchaus tauglichen Verfahren der Wahrscheinlichkeit ausgehend wird nun der Anschein einer rational begreifbaren Wirklichkeit erweckt und so getan, als wäre da eine natürliche Ordnung, die sich auch auf menschliche Verhältnisse übertragen lässt.
Die natürliche Ordnung wird am Ende nicht mehr von der politischen Ordnung unterschieden und bestätigt auf diese Weise indirekt die herrschenden Verhältnisse. Naturdokus im Fernsehen bestärken die Menschen in ihrem Glauben an den Kampf ums Dasein. Lyotard schreibt in seinem Buch Das postmoderne Wissen auf Seite 116, nachdem die Realität die Beweise für die wissenschaftliche Argumentation erbringt, bemächtigt man sich auch der juristischen, ethischen und politischen Preskriptionen, das heißt der Vorschriften, indem man sich der Realität bemächtigt. Es genügt also die Beschreibung der Realität, um zu einer Anerkennung der bestehenden Verhältnisse genötigt zu werden. Gegen einen solchen dogmatischen und totalitären Realismus, der als Standardkriterium für Wahrheit, Wissen und Erkenntnis angesehen wird, setzt Lyotard die Aufteilung des Wissens in verschiedene Sprachspiele, die alle für sich unabhängig sind. Für Lyotard besteht die Definition des herrschenden Realismus darin, die eigentliche Frage nach der Realität zu umgehen. Das Vorurteil einer den Sinnen unmittelbar zugänglichen Gegebenheit verhindert, dass dieser Gegebenheit konsequent auf den Grund gegangen wird. Ganz entgegen dem hehren Ideal von der prinzipiellen Voraussetzungslosigkeit, Unvoreingenommenheit und Unbefangenheit der wissenschaftlichen Forschung wird die Notwendigkeit einer Begründung für die Verwandlung gegenstandsloser Empfindungen in vergegenständlichte Wahrnehmungen einfach ignoriert. Die logischen Widersprüche einer positiven Gegebenheiten werden verschleiert und unbedarfte Gemüter sehen keinen Grund, misstrauisch zu werden. Durch dieses Denkverbot, sozusagen an der Quelle der Erkenntnis, etabliert sich so ein geistiges Klima, das nicht einmal mehr den Mindestanforderungen an intellektuelle Redlichkeit erfüllt. Lyotard nennt das eine Phase der Erschlaffung der modernen Theorien. Was selbstverständlich sein sollte, wie etwa die Einsicht, dass man eine Abstraktion weder sehen, noch hören, noch fühlen kann und dass es sich beim Begriff der Wirklichkeit um eine Konstruktion handelt, mit der ein bestimmter Zweck verfolgt wird, gerät durch eine absurde Argumentation derart in Verwirrung, dass selbst die einfachsten Dinge so kompliziert erscheinen, dass man glaubt, vor einem unlösbaren Problem zu stehen, über das dann ganze Bibliotheken vollgeschrieben werden. So, als hätte es die Forschung der letzten 200 Jahre nie gegeben, wird das Rad der Erkenntnis beinahe mit jeder Generation neu erfunden. Letztendlich aber nur, um zu verhindern, dass die Geltung einer logischen Allgemeinheit durch subjektive Subversionen in Frage gestellt wird. Es ist der alte Streit zwischen Ordnung und Freiheit, zwischen Allgemeinheit und Individuum, zwischen Gesetz und Willkür, der durch immer neue Vernebelungen unentscheidbar bleibt, zum Vorteil der bestehenden Verhältnisse. Die Machtfrage soll nur da in Erscheinung treten, wo sie durch natürliche Gesetze legitimiert ist. Dieser im Grunde praktische Aspekt von Ordnung und Sicherheit wird dann mit Theorien verknüpft, die verschleiern, dass es letztendlich doch nur darum geht, den Nimbus der rationalen Allgemeinheit nicht um seine Überzeugungskraft zu bringen. Im Geist der abstrakten Allgemeinheit wird deshalb bei jeder Gelegenheit versucht, aus einzelnen Situationen und im Grunde unvergleichbaren Vorgängen so etwas wie eine Denknotwendigkeit zu produzieren
und eine sich von selbst ergebene Logik vorzutäuschen, deren Beweiskraft dann unüberwindbar erscheint. Der Missbrauch von Logik und Rationalität im Dienst der Macht wird schon von Luther verteufelt. Die Vernunft ist für Luther eine Satansbraut, die höchste Hure, die der Teufel hat, um seine Machtinteressen zu verbergen. Derrida ist der Meinung, dass eine instrumentalisierte wissenschaftstechnische Vernunft die Religion stützt und diese mit anderen Mitteln fortsetzt. Für Richard Rorty ist die moderne Vernunft ein säkulares Analogon zur Religion. Für ihn betreibt auch alle Philosophie ein Priesterhandwerk, wo sie Rechenschaft von den Dingen selbst geben will.